Hallo liebe Wohnmobilfreunde und liebe Mitreisenden, heute hier zu diesem Film ein vernachlässigtes Thema, aber dennoch ein wichtiges Thema. Es geht heute hier um Brandschutz im Wohnmobil, Erste Hilfe im Wohnmobil, natürlich speziell AED. Stellen wir euch mal vor, was hat das mit dem Gerät auf sich. Viel Spaß mit dem Film, nach dem Intro geht's weiter. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Das Thema Brandschutz im Wohnmobil ist ein ganz wichtiges Thema. Wir möchten an alle Wohnmobilisten appellieren, einen Feuerlöscher sich zuzulegen, auch wenn wir unterwegs sind und einmal Grill anmachen und so weiter. Und natürlich auch offene Feuer im Wohnmobil haben. Wir haben zum Beispiel hier den Gaskocher etc. Deshalb empfehlen wir jetzt hier im Wohnmobil, dass jeder einen Feuerlöscher dementsprechend sich zulegt. Wir haben 3 Feuerlöscher an Bord, die hinten in der Garage, rechts und links griffbereit. Das sind 2 Kohlendioxidlöscher, die wir hinten in der Garage hier mit uns führen. Wir empfehlen daher, schaut zu, dass ihr keinen Pulverlöscher, sondern Kohlendioxidlöscher euch zulegt. Es gibt viele verschiedene Varianten und Typen von Feuerlöschern. Wir blenden auf jeden Fall euch einmal die Liste hier oben mit ein. Da könnt ihr euch entnehmen, für was welche Kennzeichnung von Feuerlöscher notwendig ist für uns im Wohnmobil. Es gibt die Variante A, B, C, D, E, F. Wir sind hier bei A und B bzw. C geblieben. C steht auch vorwiegend mit für gasförmige Brennstoffe, wie zum Beispiel Propangas. Ja, wir haben in der Garage 2 CO2-Löscher. Es gibt auch noch die sogenannten Pulverlöscher. Die Pulverlöscher würden wir euch nicht empfehlen, weil ihr mit diesen Pulverlöscher, wenn ihr doch einen kleinen Brand habt im Wohnmobil oder im Motorraum oder woanders am Wohnmobil, mit dem Pulver einen erheblichen Schaden anrichtet, und deshalb empfehlen wir hier CO2-Löscher zu verwenden. Als dritten Löscher haben wir einen Fettbrennlöscher. Hier im Wohnmobil am Kochen sind und zum Beispiel Fett aus der Pfanne überspritzt oder Fett hier anfängt mit Brennen, haben wir hier im Wohnmobil Fettbrennlöscher zur Verfügung. Wir haben die handelsübliche Größe in der Garage verstaut an CO2-Löschern. Hier liegen wir bei 1 Kilo. Bekommt man überall zu kaufen, in jedem Baumarkt, in jeder Fahrzeugabteilung oder in jedem Autohaus, wo auch immer, kann man natürlich auch bestellen. Wir werden es natürlich hier mal im Film unten drunter mit verlinken, mit Halterung hier im Wohnmobil. Wir zeigen es euch nachher gleich mal, wo und wie wir unsere Feuerlöscher in der Garage hier verstaut haben. CO2-Löscher 2 Stück in der Garage, wie gesagt, und einen Fettbrennlöscher haben wir hier im Wohnmobil unterm Sitz verstaut für irgendwelche Fettbrände hier in der Küche beim Kochen oder wenn wir draußen am Wohnmobil im Sommer den Grill in Betrieb haben und da irgendwelche Fettbrände entstehen, können wir natürlich den Fettbrennlöscher mit verwenden. Unsere 2 Feuerlöscher haben wir verstaut in der Garage, wie wir es schon erwähnt haben. Einmal rechts und einmal links. Gut zum Zugreifen, wenn es schnell gehen sollte, auf der Straße, auf der Autobahn oder auf dem Campingplatz. Einmal rechts und einmal links. Den ersten Feuerlöscher, 1 Kilo, haben wir hier auf der rechten Seite in der Garage griffbereiter Höhe verstaut. Den zweiten Feuerlöscher haben wir auf der linken Seite genau in griffbereiter Höhe in der Garage verstaut. So wie wir es hier sehen, optimal zum Entnehmen. Die 1 Kilo Feuerlöscher hier im Wohnmobil. Es gibt natürlich noch weitere. Es gibt natürlich solche Sprühflaschen. Da werden wir hier das nochmal mit verlinken bzw. euch zeigen, was es da für handliche, zum Handhaben günstige und optimale Feuerlöscher oder Feuersprühflaschen gibt.
Schaut es euch genau mal an und überlegt euch genau, was braucht ihr für Feuerlöscher. Wichtig ist aber, dass jeder Reisemobilist mindestens einen Feuerlöscher hier im Wohnmobil zur Verfügung hat. Denn nicht nur bei euch kann es einmal brennen, sondern auch einmal bei Mitreisenden auf dem Stellplatz, wie wir gesehen haben. Um da schnell zu helfen zu können, ist es sinnvoll, wenn jeder hier einen Feuerlöscher griffbereit zur Hand hat. Ja, das ganz einfach mal zum Thema Feuerlöscher im Reisemobil, im Wohnmobil. Jetzt zum Thema Erste Hilfe. Wir kennen es, wir stehen abseits auf den schönsten Plätzen der Welt, weit und breit mitten in der Natur, meistens allein, meistens mit mehreren Wohnmobilisten und es passiert was. Man braucht ganz einfach mal medizinische Hilfe oder Erste Hilfe. Jeder von euch, der den Film jetzt schaut, sollte sich ganz einfach mal verinnerlichen, wann war mein letzter Erste-Hilfe-Kurs. Was habe ich da noch verinnerlicht von dem Erste-Hilfe-Kurs? Viele werden berufsbedingt den Erste-Hilfe-Kurs wiederholen und natürlich auf dem neuesten Stand sein, aber die meisten sagen sich, oh je, ich habe den Führerschein jetzt 20, 30, 40 Jahre, seitdem kein einziges Mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs. Auf die Geschichte wollen wir jetzt nicht eingehen, denn wir haben euch etwas mitgebracht. Wir wollen euch etwas zeigen, was wir im Reisemobil schon seit einigen Jahren an Bord haben. Ja, wie am Anfang schon erwähnt, liebe Wohnmobilfreunde, das Gerät haben wir seit einigen Jahren an Bord unseres Reisemobils, unseres Wohnmobils. Und wir zeigen euch jetzt einmal einen Einspielfilm, automatisierter externer Defibrillator. Wie funktioniert das? Wie wird das gehandhabt? Und so weiter. Schaut euch den Film ganz kurz einmal an, dann wisst ihr, um was es geht und dann gehen wir ganz kurz mal drauf ein, welchen Nutzen bringt uns das Gerät. Viel Spaß mit dem Einspielfilm. Kammerflimmern, Herzstillstand. Die einzige Überlebenschance ist ein sofortiger Elektroschock, denn nach einem plötzlichen Herzversagen treten bereits nach 5 Minuten die ersten irreparablen Hirnschäden ein. Hallo? Ja, hallo? Ich bin hier vor dem Rathaus in Osterhofen. Da ist jetzt gerade jemand umgefallen. Der ist nicht mehr ansprechbar. Ja, das ist der Terminal mit einem Defibrillator. Okay, danke. Der mobile Defibrillator kann Leben retten. Die Handhabung ist einfach, denn das Gerät kann sprechen. Schritt für Schritt gibt es die notwendigen Anweisungen per Lautsprecher. So kann jeder Laie das Gerät leicht bedienen und das garantiert ohne rechtliche Folgen. Alle Kleidungsstücke vom Brustkorb des Patienten entfernen. Falls nötig, aufschneiden. Elektrode wie abgebildet aufkleben. Fest auf den entblößten Brustkorb drücken. Nach der ersten Elektrode die zweite Elektrode wie abgebildet aufkleben. Zweite Elektrode von der gelben Folie abziehen. Elektrode wie abgebildet aufkleben. Herzrhythmus Schock empfohlen. Unbedingt Abstand zum Patienten halten. Blinkende orangefarbene Taste jetzt drücken. Schock abgegeben. Wir haben in Deutschland die Problematik steigender Herztodesfälle von 120.000 plötzlichen Herztoten im Jahr. Davon sind ca. 80% Todesfälle durch Kammerflimmern. Dieses Kammerflimmern kann durch Defibrillation unterdrückt werden. Wir brauchen die Laien, die medizinischen Laien, die schnell vor Ort sind und öffentlich zugängliche Defibrillatoren benutzen können, um dieses Kammerflimmern zu unterdrücken. Verbunden natürlich mit effektiver Herz-Lungen-Wiederbelebung, so sind wir dann auch in der Lage, diese Zahl von 120.000 Toten deutlich zu unterschreiten.
Können wir in solch eine Situation kommen? Kann uns so etwas passieren? Meine eindeutige Antwort: ja, es kann jedem passieren. Es kann jedem von uns passieren, urplötzlich, unmittelbar, im Reisemobil, auf dem Platz, auf dem Campingplatz. Und dann wäre es sinnvoll, wenn ein Wohnmobilist dabei ist, der solch ein Gerät zur Verfügung hat und das Gerät auch einzusetzen weiß. Zeigen wir euch jetzt mal ganz kurz, wie das Gerät bei uns hier funktioniert. Und wir Wohnmobilisten und Camper schaffen uns so viel an, was unheimlich an finanziellen Aufwand bedeutet. Brauchen wir so ein Gerät? Es rettet Leben. Es kann unser Leben retten, es kann das Leben anderer retten. Wir zeigen euch ganz einfach mal unser Gerät, wie das funktioniert. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, da ihr mitbekommen habt im Film, dass das Gerät spricht, ich werde dazu nichts sagen, wie einfach die Handhabung ist. Hört ganz einfach mal zu. Ja, das Gerät haben wir jetzt hier liegen. Wir nehmen das jetzt in Einsatz, so wie wir das im Film gesehen haben. Wir öffnen das und schon geht das Gerät automatisch los. Packung öffnen und Elektroden entnehmen. Elektrode von Unterlage abziehen. Patienten nicht berühren. Herzrhythmusanalyse. Patientenschock notwendig. Lädt auf. Wegtreten. Blinkenden Knopf drücken, um Schock abzugeben. Schock abgegeben. HLW starten. 30 Kompressionen geben. 2 Atemspenden geben. Ja, liebe Zuschauer, wie wir es jetzt gesehen und gehört haben, A, das Gerät ist laut, B, das Gerät führt den Benutzer durch seine Anwendungen durch und man kann nichts verkehrt machen. Es ist, wie im Film schon gesagt, für den Laien ohne rechtliche Konsequenzen und natürlich, man kann damit Leben retten. So wie wir es hier haben, das Gerät hat schon ein Menschenleben gerettet. Nach einer 1,5 Woche Klinikaufenthalt ohne neurologische Schäden überstanden und ist heute bei bester Gesundheit. Also, liebe Freunde, überlegt euch das, dort wo wir immer stehen, auf den schönsten Plätzen der Welt, abgelegen. Wie lange braucht der Rettungsdienst, bis er vor Ort ist? Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, das war es ganz einfach mal zum Thema Brandschutz, Erste Hilfe im Wohnmobil. Wann war euer letzter Erste-Hilfe-Kurs? Ihr könnt euch das selbst beantworten. Wie fit seid ihr? Könnt ihr helfen, wenn etwas passiert auf einem Stellplatz? Und natürlich ist es immer sinnvoll, wenn jemand auf dem Stellplatz ist, der uns auch helfen kann, wenn uns etwas passiert. Und die Frage, macht es Sinn, so einen AED an Bord mitzuführen? Denn das Gerät nehmen wir auch für zu Hause mit. Denkt daran, das Gerät hilft Leben retten. Und wir geben Unmengen an Summen aus für unser schönstes Hobby der Welt. Die Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Wir werden hier auch keine Geräte empfehlen. Wendet euch an einen autorisierten Händler. Wir werden hier mal einige Geräte mit verlinken, damit ihr euch belesen könnt. Wir wünschen euch viel Spaß. Bleibt natürlich gesund und wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Tschüss!